Ist der neue BMW S1000 RR der beste Supersportler aller Zeiten? Das seht ihr jetzt auf 1000 PS TV. Wie war's? Hat die was in Höhe, oder? Was hat er gesagt? So, das waren jetzt die ersten paar Runden. Ich meine, die Strecken ist noch in einem eher schlechten Zustand, sehr viele nasse Flecken, aber auch schon einiges trocken. Super Strecken, super Motorrad. Was ich als erstes einmal sagen kann, die Traktionskontrolle dürfte wirklich ausgezeichnet funktionieren. Elektronisch muss das Motorrad oder hat das Motorrad eindeutig einen Schritt vorwärts gemacht. Und auf der Strecke kann man wirklich fast bedenkenlos Vollgas geben. Und es macht nichts. Ja. Und es macht nichts ist eigentlich im Prinzip der Ritterschlag für so eine Elektronik. Vom Fahrzeug selbst, die Sitzposition und dergleichen mehr ist mir sehr positiv aufgefallen im Moment. Weil es eher kürzer ist, der Abstand zwischen Sitz und Tank ist kürzer geworden. Das ist natürlich für eher kleinere Leute vielleicht ein Vorteil. Ansonsten, ja, weiteres werden wir sich schon noch anschauen müssen im Detail. Und was ganz wichtig ist und was wir als nächstes tun müssen, ist unbedingt die elektronische, das neue Dashboard oder den DFD-Bildschirm müssen wir unbedingt noch genauer unter die Lupe nehmen, weil ich wollte irgendwas einstellen und habe mich leider unterm Fahren überhaupt nicht ausgekannt. So, hallo Sepp, jetzt schauen wir sich zwischendurch einmal das Display und die ganzen elektronischen Vorhilfen und Modis an. Eine Wissenschaft für sich. Vielleicht kannst du es einmal kurz erklären. Ja, das Ziel war natürlich, möglichst einfach zu machen und selbst erklären. Wir haben zwei Fahrmodi-Welten. Wir haben quasi die Straßenwelt und die Rennstreckenwelt. Und was du jetzt hier siehst, du siehst da unten auf dem Kombi quasi diese Anzeige und damit kannst du quasi über Menütaste einen Level runtergehen und dann hast du eine riesen Auswahl. Also das Ganze soll eigentlich relativ selbsterklärend sein, so wie ich das sehe, habe ich das auch schon relativ in kurzer Zeit verstanden. Und dann im Sportmodus können wir dann sozusagen noch verschiedene Display-Versionen auswählen. Absolut, da hast du im Sportmodus quasi, wir nennen das Core Screen, das ist ein Core Screen 1. Da hast du quasi Traktionskontrollenverzögerung drin, rechts drüben Brake und dann hast du in der Mitte drin nur die Schräglage, die es dran zeigt. Und logischerweise, weil jetzt der Motor kalt ist, sagt er, hey, bitte dreh nicht höher als 5000, aber am Schluss haben wir 14,6, was dran zeigt. Da kannst du eins rübergehen. Dann hast du Laptimer, da geht es jetzt wirklich um Rundenzeiten. Und dann hast du einen drüben nochmal eine Anzeige, wo es um Rundenzeit geht. Unten Traktionskontrolle und Schräglage. Also da hast du eigentlich alles dann da drin. Und gespeichert wird die maximale Schräglage bei jeder Ausfahrt? Absolut, jede Runde wird quasi gespeichert, die du da unten wieder zeigt. Und da kannst du ein Level runtergehen. Jetzt sind wir natürlich nicht rumgefahren, deswegen 0 Runden. Der wird jetzt jede Runde anzeigen mit all diesen Informationen. Die Schräglage kann man nicht ausschalten? Nein, die kannst du nicht ausschalten. Du wirst also immer bei uns ganz klar, wo schräg bist du, das siehst du jedes Mal. Okay, und jetzt vielleicht, das ist zwar schlecht, aber eine gute Nachricht, die schlecht ist, vielleicht ist sozusagen die Fahrmodus insgesamt, also von Motorsteuerung und so weiter? Ja, das ist unter Einstellung ganz, auch wieder wirklich, wir wollen es selbst erklären machen. Ich habe also gesagt, ich bin auf der Rennstrecke, ich will diesen Fahrmodus konfigurieren und sage, jawohl, ist okay, lass mich das bitte tun. Und jetzt habe ich als erstes eine Übersicht. Wir geben dem Kunden 3 User-Modes, den Race Pro 1, 2, 3. Und das ist quasi hier an diesem dran wie so ein Lautstärkenregler. Da siehst du eigentlich, was da eingestellt ist. Jetzt lass uns zum Beispiel mal in den Race Pro 3 reingehen und da können wir mal die ganzen Geschichten einfach sukzessiv durchspielen.
Und jetzt bei dem neuen Modell, was ganz eine wichtige Angelegenheit ist, wir haben jetzt Wheelie-Kontrolle und Traktionskontrolle ist jetzt getrennt, weil das war ja vorher ein bisschen sozusagen immer ein bisschen ein Kritikpunkt. Richtig, das war eigentlich, da muss man sagen, da haben wir uns jetzt deutlich verbessert. Das war ein bisschen eine Schwäche vom Vorgänger. Jetzt haben wir die Traktionskontrolle, jetzt gehe ich da rüber und jetzt zeigst du dir auch mit dem Rad quasi an, Traktionskontrolle aus dem Race-Modus, maximale Performance und du kannst auch noch über den Race Pro 3, wo ich jetzt drin bin, wie beim Vorgänger, kann ich quasi die Traktionskontrolle auch ins Minus gehen. Also ich bin da drin, kann auf -7 und +7 gehen und das bleibt dann da eigentlich auch gespeichert. Also ich habe jetzt einen Race Pro 1, Dynamic Mode, also was ich denn da wähle, kann ich einfach, ganz einfach, ich gehe quasi Richtung OK mit dem Multicontroller, das Thema ist gespeichert. Die kleinere Zahl heißt weniger elektronischer Eingriff. Richtig. Das heißt, wenn ich mehr Regelungsinhalt brauche oder mehr Willi-Regelung haben will, dann muss die Zahl größer werden und bei der Traktionskontrolle auch. Alles 0 aufwärts mehr Eingriff, minus weniger Eingriff. Genau, absolut richtig erkannt. Eine kleine Zahl bedeutet eigentlich immer wenig Support und eine große Zahl bedeutet viel so. Und beim Wheelie-Control stellen wir dir sogar eigentlich dann eine 0 zur Verfügung, also wo du keine Wheelie-Kontrolle hast, wo du das über dein Gas oder über deine Hinterbremse machen darfst. Und damit gibt es für einen Rennfahrer keinen Grund mehr, der sagt, hey, die Wheelie-Kontrolle hält mich zurück. Also das Ding schiebt nach vorne, was du eigentlich umsetzen kannst. Es wird aber jetzt immer schlechter, die Ausreden werden immer weniger. Das weiß ich nicht, ob man das jetzt positiv bewerten soll oder negativ. Ja, es gibt manchmal Momente, wo man verliert und andere gewinnen. Aber vielleicht zum Fahrwerk auch noch, da haben wir ja uns auch noch mal richtig angestrengt und da war unsere Idee, lass uns bitte das elektronische Fahrwerk DDC aufbauen wie ein klassisches Fahrwerk. Das heißt, du hast grundsätzlich immer die maximale Dämpfung. Das, was du jetzt eigentlich hier siehst mit der 10 vorne auf der Dämpfung, das musst du dir vorstellen wie einen elektronischen Schraubenzieher und über Multicontroller. So wie es Honda schon gemacht hat, oder? Ungefähr in die gleiche Richtung. Also da stellst du eigentlich die Grunddämpfung ein. Also da heißt jetzt eine kleine Zahl, weil Frontdamping eine 1 heißt, ich habe sehr wenig Dämpfung, also sowohl auf Zug oder Druckstufe. Aber Zug- und Druckstufen nicht separiert. Doch. Du hast es wie beim Vorgänger separiert, wenn du quasi vom 2D einen Federwegsensor verbaust, dann gibt es ja quasi auf Zug und Druckstufe ist freigeschalten. Okay, aber jetzt in dieser Version, wenn ich die Standardversion habe, dann habe ich, wenn ich Dämpfung verstehe immer Zug- und Druckstufe gleichzeitig. Auf der Front ja, aber hinten auf dem Rear hast du zum Beispiel Compression, kannst du einstellen und da gehst du jetzt auf 14, das macht keinen Sinn. Werksauslieferung ist die 6, das ist unsere Standardeinstellung. Da hättest du jetzt maximale Rebound Compression und dann kannst du, so sinnvollerweise gehst du auf 9 und kannst du das einstellen. Aber es ist wie zuerst also 1 ganz wenig Zugstufen, also eigentlich der Stellschrauben ganz heraus, wenn man so will. Jawohl. Und 14 ganz viel Zugstufen, bei der Druckstufe ist wiederum dasselbe. Genau so ganz absolut klassisch, wie wir es früher von den Klicks kennt haben. Genau so funktioniert es. Und die Federvorspannung machen wir aber dann wieder ganz normal mit, weiß ich auch nicht, 14er Schlüsselweite oder so. So machen wir es, genau. Hinten haben wir das Gleiche eigentlich, haben wir auch eine Nuss, das ist eine 17er Nuss und da kannst du auch einstellen, eine Umdrehung gibt dir dann quasi 1,5 mm, wo quasi die Feder zusammendrückst. Du kannst aber auch noch bei dem Fahrzeug im M-Paket kannst auch eine Read Height Adjustment, du kannst quasi das Heck höher stellen und du könntest auch noch einen Schwingendrehpunkt mit einsetzen, da hinstellen, wo du möchtest. Aber diese Vorhöhenverstellung da hinten mit der Stellschraube, die wir zuerst schon mal abgefilmt haben, ist die bei der Serie nicht drinnen oder ist das nur beim M-Paket? Das ist beim M-Paket drin und wenn die rote, die da drüben hat, das zum Beispiel jetzt, die hat das Race-Paket auch und dann ist es auch drin. Das kannst du sowohl bei der roten haben oder wie beim M-Paket. Okay, das heißt, man braucht das Race-Paket zumindest, weil da sind dann die Schmiederäder sogar auch noch drin, wenn man schon jetzt... Ja, ich sehe, du bist da echt perfekt drauf, genau so ist es. Ich muss mir überlegen, was man bestellt. Nicht? Das ist minimal und mit maximal Output. Gibt es sonst noch irgendwas zur elektronischen Können, Vermögen? Eigentlich, unser Kernsatz ist ein ganz einfacher. Du kannst es lesen. Du brauchst Handbuch nicht mehr, es ist alles beschrieben. Es gibt nicht ein A oder ein B oder ein C oder ein 1 oder 2. Es ist einfach das, was du eingestellt hast. Das wird dir erklärt und beschrieben. Ihr von BMW geht es davon aus, dass die Leute auf einmal einen Hausverstand entwickeln. Ja, das haben wir ja alle, aber wir sind alle zu faul, das Handbuch mitnehmen. Weil mein Handbuch, was da hinten drin ist, das liegt bei mir immer in der Garage, das habe ich nie dabei. Und deswegen bin ich auf die Idee gekommen, oder wir im Team, lass es uns einfach ins Display schreiben. Okay, dann werden wir sehen, ob das auch so funktioniert in Zukunft.
Okay, hallo Sepp, guten Morgen. Wir haben in Estoril leider schlechtes Wetter. Jetzt haben wir Gott sei Dank Zeit, dass wir sich über die technischen Komponenten von der neuen BMW noch ein bisschen unterhalten. Ja, wir müssen sich vielleicht ein wenig konzentrieren auf das Wesentliche. Weiß ich nicht, fangen wir mal bei der Bremsen an. Bremsen ist ja neu, oder? Jawohl, die Bremse ist absolut neu, weil wir haben die Bremse spezifiziert. Wenn wir so die Bremse anschauen, dann reden wir eigentlich bei der Bremse von einem Druckmodulator. Den haben wir hier versteckt. Dann reden wir von der Bremsleitung. Dann reden wir eigentlich auch von der Handarmatur. Das ist unsere Nissin-Handarmatur. Druckmodulator kommt von Conti. Bremsscheibe kommt von Brembo. Und der Bremssattel interessiert natürlich die meisten. Die meisten sagen, hey, warum habt ihr kein Brembo oder warum steht da BMW drauf? Ganz ehrlich, wir haben mit 3 Herstellern einen Wettbewerb gemacht und gesagt, das ist unser System. Wir wollen eine Bremse haben, die jetzt am Anfang nicht mehr so aggressiv ist, die schön zieht, aber nicht mehr so hart ist und dann richtig eine tolle Progression hat. Und am Schluss hat ein Hersteller gewonnen und da steht jetzt BMW drauf. Okay, wenn die Funktion so ist, wie es bei der alten BMW war, dann kann man jetzt zufrieden sein. Und jetzt haben wir vorhin die Bremse gehabt und jetzt möchte ich genau hinten weiter tun, weil das, was wirklich auch neu ist, ist ja die Schwinge. Ich glaube, eins von den großen Problemen bei der alten BMW war ja immer der Hinterradgrip. Also das war immer das Thema. Vorne hat es ja nie ein Problem gegeben, aber hinten. Und da hinten habt ihr wesentlich geändert, oder? Absolut. Also du hast es jetzt im ersten Rennen gesehen, im Phillip Island. Ja, ich habe gesehen, dass Ducati im 18 km/h schneller war. Ja, richtig, die haben auf 16,5 gedreht. Wir waren übrigens in 2011, waren wir schon mit 2009 haben wir 311 drauf. Wir sind unten mit einem Stockmotor gefahren, also mit dem, den ihr auch kriegt, nur mit offener Abgasanlage. Der hat 219 PS gehabt und dafür waren wir jetzt eigentlich recht glücklich. Aber der Moment, da muss ich unterbrechen. Das heißt, mit einem Stocksportmotor, mit dem Motor, mit einer offenen Auspuffanlage kommen wir ungefähr auf 219 PS sozusagen. Jeder, der mehr oder weniger mag oder ein Grapposch oder sonst irgendeinen Auspuff von dir. Du hast da scharf mitgehört, genau so ist es eigentlich, jawohl. Aber eben mit der Schwinge, wir sind der einzige Hersteller, der eine Unterzugschwinge hat. Und diese Unterzugschwinge bringt dir eben genau in der Kurve drin. Wenn du richtig tief bist, weiß ja jeder eigentlich, der auf der Rennstrecke ist, geradeaus ist ein Dämpfer perfekt und eine Gabel, aber je schräger du wirst, umso mehr hat ein Dämpfer und eine Gabel ihre Schwierigkeiten. Mit der Unterzugschwinge kriegen wir wirklich den tollen, schönen Flex hin. Auf der Kante, wenn wir angasen wollen, und mit dem Dämpfer, den wir jetzt eigentlich Full Floater Pro System haben. Wir haben quasi das Linkage, also die Hebeleien von unten nach oben genommen und den ganzen Dämpfer deutlich weiter weg vom Motor. Dadurch ist er sehr stabil in der Temperatur und auch das Druckverhältnis war vor 1,9 zu 1,6. Genau, jetzt ist 1 zu 1,6 und vorher war 1 zu 1,9. Der Kolben ist größer, der spricht schöner an und das Ganze ist viel für einfühlig. Also es ist nicht mehr so hart wie davor. Dann können wir jetzt praktisch hinten eine weichere Feder fahren. Haben wir, absolut. Jetzt haben wir 65er Feder drin und davor war eine 90er drin. Okay, das ist eine wesentliche Änderung, das muss man sagen. Ja. Sonst noch neu bei dem Motor, ja. Ja, also wir haben hier natürlich tonnenweise kleine Steuergeräte drin und Helferlein. Auch sicher interessant ist die neue 6-Achs-Sensorbox. Die ist zwar gleich groß vom Gehäuse wie der Vorgänger, aber werden jetzt 6 Achsen, also eigentlich sind es 3, nach vorn, nach hinten, nach links, nach rechts, nach oben, nach unten gemessen. Das ist dieses Steuergerät. Das Steuergerät ist das DDC-Steuergerät für unser elektronisches Fahrwerk. Das ist vielleicht auch noch interessant. Das heißt aber, wenn ich heute ein Motorrad bestelle ohne elektronische Fahrwerk, füllen wir da diese Einheiten. Genau, dann wird das ganze Motorrad dann ein bisschen leichter, so etwa 250 Gramm leichter. Das ist schon mal super. Und wenn ich heute, diese Steuerbox, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum der Körper da vom Wasserthermostat nach außen gewandert ist, weil da drinnen kein Platz mehr ist und Sturzschäden anscheinend kein, oder? Also wir haben Sturzschäden bewusst auch fokussiert getestet. Also wir haben dieses Motorrad genommen, haben es mit einem 100er in der Kurve drin weggeschmissen, all die ganzen Sachen. Alles schön. Das Einzige, was ab und zu mal angeschliffen war logischerweise der Kunststoff am Thermostat draußen, aber das Thermostatgehäuse hat das nicht interessiert. Also wenn du dir einen Carbon Slider dahin tust, ist das Ding absolut safe. Also entweder ein Carbon Slider oder vorne so ein Rahmenschützer, dann sind wir wieder auf der sicheren Seite. Genau. Okay, was haben wir sonst noch besonders? Ne? Was wir sonst noch besonders haben, Lithium-Ionen-Batterie ist hier drin. Hier ist das klassische Steuergerät, was du kennst. Der Anlasser ist jetzt auf der Kurbelwelle oben. Können wir uns vielleicht einmal die Kurbelwelle anschauen bei der ganzen Geschichte. Also wenn du das Ding jetzt hier in die Hand nimmst, merkst du schon mal, da ist eine deutliche Gewichtserleichterung, nur schon in der Kurbelwelle drin. Und jetzt läuft eben der Anlasser ist vorher und vorher hat man eigentlich ein Anlasserzahnrad und ein Zahnrad quasi noch für da draußen für die Lichtmaschine gehabt. Also vorher eigentlich 3 Zahnräder und jetzt noch 1.
Aber da haben wir nicht weniger Traktion, weil schwerere Kurbeln waren ja einmal gut für eine Traktion, für einen guten Motorlauf und das ist jetzt doch erheblich leichter. Ich meine, das sieht man jetzt nicht, ob es erst gehoben hat, da ist einiges an Unterschied. Ja, man sieht es, wenn man es vielleicht so hinstellt, kann man sich ein bisschen ein Gefühl entwickeln, was so passiert. Ja, wenn man so oldschool quasi das einfach nimmt, schwere Kurbelwelle ist besser, weil der Motor nicht so schnell hochdreht, wenn du keine Traktionskontrolle hast. Aber wenn du eine hast, und da können wir jetzt vielleicht gerade auch darüber gehen, das war die Sensorbox von der ersten Doppler, das ist die jetzige Sensorbox. Und bei der ersten Sensorbox beim DTC haben wir quasi nur einen Regler. Der hat eigentlich zuerst mal die Zündung zugemacht und dann die Drosselklappe. Dieser Regler hier, der kann zwei Sachen. Wir haben quasi einen schnellen Pfad, das ist der Zündeingriff, und wir haben einen langsameren Pfad, das ist die Drosselklappe. Also immer wenn irgendwas passiert, Zündung sofort weg, und nachher können wir eigentlich mit der Zündung schnell regeln, und mit der Drosselklappe machen wir quasi eine weiche Regelung. Also jetzt haben wir nicht mehr bei der Doppler war die Regelung quasi so. Und jetzt haben wir quasi zwei Sinuskurven, wenn man von Sinus reden möchte, die quasi übereinander liegen, und dadurch kriegst du eine super schöne, sanfte Regelung hin. Okay, und die kann man auch nur einstellen, je nachdem wie man Traktionskontrolle einstellt, dann wird das eben dann modelliert. Bis sie schwindelig wird. Okay, schwindelig ist man schon. Vielleicht gehen wir dann noch schnell zum Motor, weil das ist ja doch auch was Neues. Machen wir schnell einen Schwenk. Ja, gerne. Und jetzt sind wir hier da beim Herzstück der neuen BMW S1000 RR. Ich glaube, insgesamt 4 Kilo leichter, 8 PS stärker. Bitte, warum, wo und wie? Stärker, leichter ist er geworden. Wir haben Anlasse oben auf dem Motor drauf getan. Also wir haben vorher gesehen bei der Kurbelwelle wenige Zahnräder. Und schmäler? Und schmäler ist er geworden. Also das sieht man wirklich hier, wie schmaler er eigentlich geworden ist. Hier haben wir Kunststoff einfach wegen Lärmemission. Auf der drüberen Seite hier haben wir jetzt eigentlich alles direkt, Steuerkette geht direkt hoch. Vorher hatten wir nochmal ein Zwischenzahnrad, ist auch weg geworden. Und dann haben wir quasi auf der Seite alles sauber, keine Schläuche, kein nichts mehr. Kupplung ist neu, haben wir auf die Seite rüber, also, genau, 20 Newton weniger Kraft, also wenn du in der Stadt rumcruist oder sowas, deutlich angenehmer. Ja. Aber immer nur mechanische Anti-Hopping-Funktion einbaut, oder? Absolut, selbstverstärkende mechanische Anti-Hopping-Kupplung. Und hier drüben siehst du quasi einen Alternator, also Lichtmaschine. Was jetzt nicht siehst, wäre hier quasi der Thermostat. Und unten, wenn wir von unten eigentlich hier reinschauen, auf der Seite, da siehst du, dass die Öl- und Wasserpumpe ist in einer Einheit drin, also haben wir auch wieder Platz gewonnen. Hat man früher ja quasi auf der Seite hier, war früher die Wasserpumpe, die ist jetzt quasi unten drin, ganz am tiefen Punkt, wo wir sehr schnell tollen Wärmeaustausch haben, Öl, Wasser. Ja, das heißt, wenn die Wasserpumpe undicht wird, haben wir das Wasser gleich im Öl. Du siehst es gleich, wenn es milchig wird, ja. Okay, da muss man dann schnell sein. Also wenn man das erkennt am Schauglas, dann muss man da wirklich schnell sein. Was haben wir noch? Der Ölfilter ist nämlich klein geworden, ist das... Ja? Ja, das ist ein kleiner Ölfilter, funktioniert alles, da ist ein spezielles Öl logischerweise drin, Hochleistungsöl, ja, passt alles. Wir suchen halt wirklich Gewicht. Vielleicht nur mal letzter Dreh an der ganzen schönen Sache. Interessant ist auch, dass dieses Einlassventil, dieses Titanventil ist hohlgebohrt. Auch wiederum Gewicht zu finden. Also ein hohles Einlassventil. Aber innen drin im Hohlraum Luft? Ja, so ein Gas, ein Edelgas ist da drin. Okay, was man da auch noch sieht, sind praktisch die Schlepphebeln. Jawohl, richtig. War auch der Erste, der mit den Schlepphebeln gekommen ist. Die sind übrigens auch wieder leichter geworden. Also davor hat ein Schlepphebel 11 Gramm gehabt und jetzt bei der neuen Doppler ist der Schlepphebel nur 8 Gramm schwer. Hat sich was vielleicht interessiert, das Video auf der Rennstrecke und hat sich bei der Getriebeübersetzung irgendwas geändert? Primärer, Sekundär, also Getriebe oder Primärantrieb? Nein, es ist die gleiche Getriebeübersetzung, also wie der Vorgänger, nur das Getriebe optimiert, leichtgängiger, alles drum und dran, aber 1., 2., 3., 4., 5., 6. ist die gleiche Übersetzung. Okay, super. Ja, dann gehen wir noch jetzt das Wesentlichste bei dem neuen Motorrad oder bei dem neuen Motor, ist ja diese neue Nockenwellenverstellung, wo man praktisch 2 Nockenwellen in einer hat, und das schauen wir uns jetzt dann bitte nur im Detail an. Genau, also wir machen es ganz langsam, weil wir Schweizer sind ja langsam. Das ist quasi die Einlassnockenwelle, die würde ja 9000 Umdrehungen drehen. Das da ist der Aktuator, wo quasi ein Pin runterkommt, und hier haben wir den Aktuator weg. Da ist quasi jetzt der Pin für den Aktuator. Der geht also bei 9000 Umdrehungen geht dieser Stift runter. Und jetzt siehst du eigentlich hier die Nockenwelle, die 2 Nocken. Der dreht jetzt also und jetzt zieht es quasi die ganze Nocke rüber. Und das Gleiche ist jetzt, wenn du wieder unter 9000 kommst, geht quasi der Pin hier rüber und die Nocke schiebt so rüber. Und du siehst hier eigentlich 2 Nocken. Das ist quasi die linke, das ist die Leistungsnocke. Und das da drüben ist die Drehmomentnocke. Und hier haben wir die 207 PS. Das heißt, wir haben im Prinzip 2
zwei unterschiedliche Einlassnockenwellen mit der Steuerzeit und Nockenhub unterschiedlich. Also nicht zum Beispiel so ein Suzuki-System, wo man es ein bisschen nur bewegt oder verstellt die Nockenwelle, sondern tatsächlich zwei Einlassnockenwellen auf einer Welle. Absolut. Wir haben zum Beispiel auf der Drehmoment-Nocke da, auf der hast du auch eine höhere Kompression, du hast andere Steuerzeiten und deswegen kommt das Drehmoment her und deswegen hast du eigentlich diesen Benefit. Das ist wirklich, du hast in anderen Worten gesagt, du hast einen S1000R Zylinderkopf eigentlich und du hast einen Doppler Zylinderkopf in der ganzen Geschichte drin. Und dieser Aktuator, der geht bei 9000 Umdrehungen geht er in 5 Millisekunden runter und dann schiebt sich das ganze Stück in 10 Millisekunden quasi von links nach rechts rüber. Und sollte da irgendwann einmal einen Defekt haben, oder sagen wir es anders, kann das sein, dass die Nockenwelle in irgendeiner Position stecken bleibt, die dann irgendein Problem verursachen würde, ein Motorschaden generieren würde, irgendwelche Ventile beim Kohlensteigen oder sonst irgendwas? Unmöglich. Das Einzige, was passieren kann, dass dieser Aktuator sagt, ich bin jetzt gerade platt, ich arbeite nicht, dann fährst du entweder auf der Leistung, du fährst dann immer du fährst entweder auf der Leistung oder auf der Drehmoment-Nocke. Also gerade dort, wo er gestanden ist. Vorher, wenn er nicht mehr kann, dann bleibt er einfach dort, wo er ist. Du siehst zum Beispiel hier, so noch ein Loch in der Nocke drin. Erstens zur Beölung und innen drin haben wir auch noch Kugeln, wo der quasi in dieser Position bleibt. Also dieser Stift, also die Nocke, die Schiebestücke kann nicht nach rechts, nach links, das ist arretiert. Und wenn der Aktuator nicht arbeitet, bleibt er da, wo er ist. Also sollte man irgendein elektronisches Problem haben, wo diese Steuerung nicht mehr funktioniert, dann ist es ein rein mechanisches System und bleibt in der Position, in der es eben ist. Absolut, das verändert sich nichts am Hub oder so, es ist entweder auf der Leistung oder auf der Drehmoment-Nocke. Okay, passt. Und ist das auch denkbar jetzt, wenn man so lässig erzählt, auf der Auslassseite? Da macht es keinen Sinn. Auf der Auslassseite, da geht es dann nur um Spülung, also da kriegst du keinen Benefit. Weil eigentlich muss ja nur die Verbrennung, die Abgase müssen raus. Fertig. Okay, passt. Dann haben wir das auch verstanden. Dankeschön. So, nachdem wir jetzt einige Touren hier in Estoril gefahren sind, auf einer sehr trickreichen Strecke, muss ich sagen, konnte man mal das Motorrad sozusagen im Detail durchgehen. Aus meiner Sicht, nicht aus Sicht der Techniker, fängt man am besten, weiß ich nicht, vorne an. Wir haben meistens, also die waren alle mit dem elektronischen Fahrwerk ausgerüstet, hat heute super funktioniert, ist natürlich nicht ganz so einfach, die Strecke war wirklich nass, kalt und sehr trickreich zum Fahren, da ist das unter Umständen tatsächlich ein Vorteil. Was wirklich super funktioniert mittlerweile, das ist auch durchaus schon mittlerweile State of the Art. Blipper-Funktion beim Schaltautomat, rauf, runter, also Blipper sowieso runter. Tallose Funktion, fällt nicht auf, kurzer Schaltweg, sehr knackig, super Zwischengas, kein Problem. Fahrwerk, wie gesagt, habe ich schon kurz angesprochen, bei der Grobe gilt auch natürlich für das Federbein. Unter den Bedingungen, wie man es dann am Reifen ein bisschen sieht, ist ganz schwierig zu beurteilen, was das kann oder was nicht kann. Nur die Techniker von BMW sagen natürlich, das ist die nächste Evolutionsstufe und es sollte um einiges weiter fortschrittlicher schon sein wie die alte Varianten. Vor allen Dingen kann man jetzt auch manuell eingreifen, wie mit einem Schraubenzieher sozusagen elektronisch Klicks extra machen unter Umständen. Neue Schwinge, ja, soll die Traktion verbessern. Meiner Meinung nach der Schwachpunkt der letzten Jahre bei der BMW S1000 ja. Speziell das Gas anlegen am Scheitelpunkt war immer ein bisschen trickreich und kritisch. Das sollte jetzt anders sein. Der Tom Seig sagt, es ist besser geworden. Ob das für den Hobbyfahrer auch gilt, werden wir leider Gottes erst irgendwann einmal feststellen können. Da sieht man schon, wie der Reifen ausschaut. Das war eben heute ein bisschen schwierig. Bridgestone-Reifen hat sich aber tapfer gehalten, nämlich auch dann in dem Zustand noch. Wie es schon trocken war, war der immer noch relativ konstant. Und da kommt jetzt das wirklich Entscheidende, was mir wirklich aufgefallen ist mir sofort nach dem Fahren eingefallen. Die Elektronik dürfte wesentlich besser geworden sein. Wesentlich feiner. Es war vorher vielleicht nicht schlecht, das Ansprechverhalten vom Motor war sowieso immer gut, immer ausgezeichnet bei BMW. Aber die Elektronik, die Traktionskontrolle, die ist
wirklich, wirklich gut waren. Ich weiß nicht, ich traue mir es nicht behaupten, es sollte mir ja keiner drauf festnageln, aber ich gehe davon aus, dass man unter relativ normalen Bedingungen jetzt wirklich am Scheitelpunkt oder kurz danach wirklich Vollgas geben kann und keinen Sturz mehr produzieren sollte, ja, wenn alles normal abläuft. Also das ist wirklich, wirklich gut und das war auch da jetzt in dieser langen Parabolika, die Kurven ist wirklich lang, da kann man irgendwann in der Mitte drin aufs Gas gehen, es beschleunigt zwar nicht, weil es regelt, aber man hält die Linie und man zieht dann wirklich einen super Linie und einen super Strich raus auf die Gerade und das macht ein Motor schon schnell und vor allen Dingen auch sicher. So was gibt es auf der Seite noch zu sagen, ja, da sieht man vielleicht auch nochmal, der Motor ist, wie heute schon mal besprochen oder von der Technik auch besprochen, etliches schmäler geworden, weil der Starter verschwunden ist. Ein wichtiger Punkt sicher noch, haben wir auch schon besprochen, die Bremsen. Da die Gerade ist wirklich lang und ich gehe davon aus, dass wir da bei weit über 250, 270, 280 auf der Geraden waren dafür. Und die Bremsen mit ABS ohne Fehl und Tadel. Wie sie das dann, anscheinend wird das ABS auch immer besser werden, wie sie das dann wirklich auf der Rennstrecke auch darstellt, weiß ich noch nicht. Aber auf der Straße perfekt. Bin ich mir hundertprozentig sicher, absolut ein Traumbremsen. Auch der Mix, nicht, aus Brembo-Scheiben, Nissan, Bremspumpen und die BMW eigenen, mehr oder weniger eigenen Bremssättel. Was haben wir sonst noch? Ja, Fahrwerk ist jetzt von Mazzocchi nicht mehr von Sachs, ist jetzt ein 45er Gabi, soweit ich das weiß, und kein 46er Gabi mehr. Unspektakulär, unauffällig, funktioniert tadellos. Motortemperatur, die Kühlung war natürlich heute auch nicht irgendwo ein Thema. Sie haben das beibehalten, was ich sehr als positiv empfinde. Wasserkühler, großer Ölkühler. Das heißt, jeder auf der Straße sowieso kein Thema und auch im Hobbysportbereich, wo wir ja auch schon gehört haben vom Marketingmann Uwe Geier, dass sehr viele von diesen Motorrädern 30, 40 bis zu 50% irgendwann einmal auf der Rennstrecke landen werden. Thermisch sehr gesund, kein Problem. Vielleicht auch noch eins, diese Umschalten, diese Schaltnockenwelle bei 9000 Umdrehungen von der Drehmomentnocke zur Leistungsnocke. Ich habe jetzt ein paar Mal versucht, genau mit dem Drehzahl modulieren zu halten. Man spürt nichts. Also es ist absolut nicht zum Spüren, auch nicht irgendwie in der Leistungscharakteristik und in der Leistungskurven. Es gibt keine Delle und auch keinen sozusagen radikalen Anstieg, der irgendwie Wille generieren würde oder sonst wie gefährlich war. Ob das Motorrad wirklich im Unter- und Drehzahlbereich so viel mehr Leistung hat. Manche von den Kollegen haben das so gesehen. Ich muss sagen, ich sehe das eher dabei nicht so. Hat aber ganz einen einfachen Grund. Die Traktionskontrolle ist so eingestellt, wie die Traktionskontrolle eingestellt ist. Ein bisschen sicher, zu Recht sicher. Und man gibt Vollgas, man kann auch Vollgas geben und das Motor beschleunigt das, was eben die Traktionskontrolle freigibt. Nicht das, was der Motor an Leistung bringen könnte. Die Leistungsmessungen sind eindeutig. Also es dürfte tatsächlich so sein, dass im Unter- und Drehzahlbereich erheblich mehr Leistung hat. Ich persönlich kann das soweit ich jetzt, wie gesagt, nicht beurteilen mit Stand jetzt. Die Armatur haben wir ja schon eigens dargestellt, super ablesbar. Was mir voll gut taugt, ist sozusagen der analoge digitale Drehzahlmesser. Der hat mir wirklich gefallen. Ich meine, das sind zwei Varianten drin mit dem Balkendrehzahlmesser, ist auch okay. Aber der ganz normale runde Drehzahlmesser mit dieser Anzeige, der hat mir wirklich getaugt, fand ich klasse. Wie das in Zukunft ist, weil es springt jedes Mal einschalten wieder auf den ureigensten Bildschirm zurück. Da muss man praktisch das jedes Mal weggefahren, wieder neu einstellen. Das ist vielleicht ein bisschen mühsam. Aber gut, das weiß ich auch nicht, ob man das nicht irgendwie dann trotzdem noch fixieren könnte. Soweit so gut. Die Bedienung, wie gesagt, für die ganzen Elemente ist relativ gut, wirklich selbsterklärend. Heizgriff mag auch wieder ein lustiges Thema sein bei einem Sportmotorrad. Heute waren super. Auf der Stufe 3 ist mir zu heiß geworden, aber Stufe 2 war perfekt. Was haben wir sonst noch? Ja, die Traktionskontrolle hat sie auch, das haben sie Gott sei Dank beibehalten, weil das ist heute auch mal aufgefallen, wie ich mit der Lucy Glöckner gefahren bin. Da bin ich am Anfang, da war die Traktionskontrolle auf +7 eingestellt. Und ich wollte ja hinten nachfahren sozusagen und es war mir praktisch nicht möglich. Dann habe ich mit der Traktionskontrolle runter auf -4 und auf einmal geht das. Und das zeigt aber auch wieder nur, wie super dass das wirklich funktioniert. Also das hat wirklich eine super Auswirkung. Knopfdruck, zack, 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 unterm Fahren, man sieht es im Display, es ist angezeigt, absolut lässig. Da haben wir einen Tempomat, den hätte ich auch mal kurz probiert, aber da habe ich mich dann irgendwie sozusagen, da war mir dann der Kurs tot schnell und die Kurvenfolge zu neu. Da bin ich dann gescheitert. Das müssen wir vielleicht einmal auf einer Landstraße oder sonst wo probieren. Da auf der Rennstrecke bin ich mit dem Tempomat nicht zu Rande gekommen, aber das sei mir wahrscheinlich und hoffentlich verziehen. Ansonsten
Ja, perfektes Motorrad, was wirklich auffällig ist, und ich habe schon einige Runden Draht mit einer S1000 RR, mit alle Generationen dieser S1000 RR, was sofort spürbar ist, es ist nur wenig, es ist ein Zentimeter, sind 15 mm. Der engere Knieschluss macht das Motorrad irgendwie subjektiv handlicher und kleiner, und was mir wirklich taugt hat, ist ein geringerer Abstand zwischen Sitzbank und Lenker. Also man hat irgendwie das Gefühl, obwohl man vielleicht gar nicht höher sitzt, dass man direkt mit dem Vorderrad verbunden ist. Das Vorgeneigte ist ein bisschen weg, mehr Kontrolle, so vermittelt es mir zumindest. Vielleicht hat ein größerer Fahrer eine andere Ansicht dazu, aber für durchschnittliche Mitteleuropäer halte ich das mal für ganz okay. So viel zu meinen Eindrücken. Wir werden das noch ein bisschen rekapitulieren. Vielleicht werden wir Seital dazu drängen müssen und dann noch andere Leute dazu befragen, und dann werde ich vielleicht noch mal versuchen, sozusagen ein Resümee zum Besten zu geben. Okay, jetzt haben wir hier einen Andreas vom Motorrad. Servus. Ist auch schon einige Runden gefahren. Es waren zwar die Wetterbedingungen und die Streckenverhältnisse etwas widrig, aber trotzdem, kannst du dir irgendwas sagen, oder ist dir irgendwas insbesondere aufgefallen? Ja, mir sind ein paar Dinge aufgefallen, und zwar, dass das Motorrad wirklich ein großer Schritt vorwärts ist gegenüber der alten. Sie ist viel kompakter geworden, sie ist viel leichter zu fahren, überhaupt nicht anstrengend, selbst bei den miesen Bedingungen, die wir hier hatten. Am Anfang war es ja noch seuchnass heute Morgen, gell? Es war schon schlimm. Und cool. Und kalt außerdem, ja, und die lässt sich echt sehr, sehr einfach handeln. Der Motor hat von unten schön Wegdrehmoment, diese Shift-Cam-Technologie, die jetzt auch in dem Motor drin steckt, wo bei 9000 Umdrehungen vom zahmen Nockenprofil auf scharfes Nockenprofil umgestellt wird. Funktioniert gut, also wirklich hat mir schon ziemlich gut gefallen. Die Handlichkeit ist klasse, das kann man jetzt schon sagen, selbst bei diesen Bedingungen, selbst mit Regenreifen, die ja das Motorrad eher nicht so handlich machen, also hat schon einen guten Eindruck hinterlassen, gleich aufs Erste. Das heißt, man kann sagen, sogar ein bisschen vielleicht einen kleinen Ausblick auf so ein Masterbike oder 1000er Vergleich. Schätzt du die BMW wieder als Schritt vorwärts ein für die Konkurrenz, hart zum Knacken eventuell? Ja, ich denke schon, dass sie vorne mitmischen wird. Also sobald wir eine in die Finger bekommen, machen wir uns auf nach Spanien mit allen anderen Superbikes, um sie einen großen Vergleichstest zu unterziehen. Und BMW sagt ja, sie wollten die Maschine eine Sekunde schneller machen. Könnte was dran sein. Also ich bin zuversichtlich, dass die vorne mitwischen wird. Na gut, die eine Sekunde, die halte ich auch durchaus für möglich, weil die Leistung ist mehr geworden, das Gewicht ist geringer geworden, und das ist immer nicht schlecht. Also wenn es leichter, stärker und schneller wollten sie es machen. Möglicherweise ist ihnen das gelungen, eventuell wird man das dann bei der Masterbike-Angelegenheit definitiv feststellen können. So, jetzt haben wir noch einen weiteren interessanten Interviewgast hier, Uwe Geier, Motorsportmarketing. Hallo Uwe, erste Frage gleich. Wie viele von diesen S1000 RR werden unmittelbar oder auch mittelbar dann auf der Rennstrecken verschwinden? Also unsere Erfahrung ist, dass ca. 30% oder etwas mehr als 30%, ein Drittel unserer Kunden regelmäßig auf der Rennstrecke fahren mit ihrer Doppel-R. Dazu gehören natürlich die Rennteams weltweit, aber auch Privatleute, die Trackdays besuchen oder Just for Fun Racing betreiben. Also da sieht man im Prinzip schon, wie wichtig der Sport für dieses Motorrad ist. Jetzt haben wir gerade vor ein paar Wochen den Auftakt gehabt, den Phillip Island. Vielleicht kannst du auch ein paar Worte dazu sagen. War durchaus erfolgreich, glaube ich, oder? Wir sind eigentlich ganz zufrieden mit unserem ersten Aufschlag, wenn man bedenkt, wie wenig Zeit wir für die Entwicklung des Motorrades gehabt haben. Sind wir doch schon auf einem sehr, sehr soliden Niveau. Wir haben noch einiges an Entwicklungsarbeit zu tun, aber das ist auch normal in diesem harten Wettbewerbsumfeld. Aber der erste Aufschlag, mit dem waren wir eigentlich sehr zufrieden, ja. Das heißt also, für Imola, glaube ich, kommt ja die nächste Motorausbaustufe, dann erwartet man sich ein bisschen eine Steigerung an der Platzierung, an der Rundenzeit. Wir wollen es natürlich weiter steigern. Wir entwickeln natürlich auch kontinuierlich weiter an dem Konzept, an dem Fahrzeug, das ist ganz klar. In dem Umfeld bleibt man ja nicht stehen. Das Motorrad ist brandneu. Deswegen ist auch noch relativ viel Entwicklungsarbeit zu tun. Wo wir dann in Imola stehen, weiß ich noch nicht. Natürlich haben wir selber uns Ziele gesteckt, das ist klar. Aber zum jetzigen Zeitpunkt sind wir mit dem, was wir erreicht haben, ganz zufrieden, wie gesagt. Und
wir bleiben weiterhin am Ball, ganz klar. Jetzt vielleicht noch eine Frage, das ist ja in der letzten Zeit im Internet so öfter mal aufgekocht. Ist es fair, dass so ein Ducati V4R einen Listenpreis von 40.000 € ohne Steuer hat und praktisch die BMW 20, also ungefähr das Doppelte? Empfindet man das als fair oder unfair? Oder? Ach, das möchte ich jetzt so gar nicht weiter kommentieren. Jeder Hersteller verfolgt natürlich seine eigene Modellpolitik und seine eigene Philosophie. Wir haben, denke ich, mit der neuen Doppel R gezeigt, was wir können. Wir haben die Messlatte wieder ein deutliches Stück nach oben gehängt. Wir haben eine sehr, sehr gute Ausgangsbasis geschaffen, um damit Rennsport zu betreiben, aber auch die Bedürfnisse desjenigen zu befriedigen, der eben nur Just for Fun Racing mäßig unterwegs ist. Es ist ein tolles Produkt und das kostet sein Geld, das ist es aber in dem Fall auch wert. Und der Gegenwert, den du vom Motorrad dafür bekommst, der steht absolut im Verhältnis zu dem, was wir dafür verlangen. Okay, das ist dann eine gute Aussage und auch schon eine gute Überleitung, weil das nächste, was ist natürlich, ist der Kundensport, also alle diese Teams und der Track-Day-User und der Hobbyfahrer. Was gibt es für den oder gibt es für den in Zukunft auch irgendwelche Powerparts? Jetzt habt ihr HP, gibt es nicht mehr. Wir sind jetzt sozusagen in der M-Linie, wird da auch, weiß ich nicht, Nockenwellen, irgendwas, gibt es da irgendwas oder RCK4, ist das ein Thema? Ja, natürlich, klar. Wir werden unser Kundensportprogramm wie in den letzten Jahren kontinuierlich weiter verfolgen, auch weiterhin ausbauen. Das ist ein sehr, sehr gut funktionierendes Konzept. Wir sehen ja auch über die letzten Jahre, wir sind jetzt beispielsweise 2019 mit der BMW Motorrad Race Trophy im 6. Jahr in Folge, in dem wir dieses Kundensportprogramm anbieten. Es wird nach wie vor sehr, sehr gut angenommen. Und wir sehen ja auch, auf welchem Level wir international stehen. Das heißt, in Serien wie der BSB, der EDM, in der EWC sind BMW-Teams sehr erfolgreich. Und natürlich wollen wir diese Strategie und dieses Konzept auch weiterhin verfolgen. Für uns steht nach wie vor der Kunde ganz klar im Fokus. Und der Kunde ist eben nicht nur derjenige, der in der Superbike-WM fährt, sondern auch der in seiner lokalen Serie antritt. Und für den wird es auch mit der neuen Doppel R wieder ein umfangreiches Programm an Teilen geben, wie Motoren, wie Kit-Elektronik etc. pp., um in seiner lokalen Serie mit dem bestmöglichen Performance-Package an den Start gehen zu können. Okay, das erwarten wir dann also für 2020. Wahrscheinlich am ehesten wird es dann die Teile geben oder mehr von diesen Teilen. Wir haben jetzt pünktlich zur Markteinführung der neuen Doppel R haben wir schon einen großen Bestand an Teilen zusammen mit einem unserer Partner vom BMW Motorrad Motorsport, der Firma Alpha Racing. Die bietet quasi jetzt schon einen sehr umfangreichen Katalog an Teilen an für die neue Doppel R. Das heißt, wer tatsächlich zur Markteinführung mit dem Motorrad Rennen fahren will, der hat auch die entsprechenden Teile dafür schon dieses Jahr zur Verfügung. Okay, dann sind wir gespannt für nächstes Jahr. Soweit ich bis jetzt das sagen kann, wird im Stocksportbereich auf jeden Fall die BMW die S1000 ein gehöriges Wörtchen mitreden wieder. Danke. So, jetzt das Wetter gibt uns die Möglichkeit, dass wir nur so die Gelegenheit, dass wir mit Edgar, dem zuständigen Mann für das ganze Design oder die ganze optische Darstellung von diesem Motorrad oder die ganze Historie ganz kurz beleuchten können. Das 2009 war ja dann doch einmal für BMW ganz eine neue Angelegenheit. Ich meine, die K1 können wir glaube ich jetzt nicht mehr dazu zu unseren Sportmotorräder, oder? Das ist schon lange her, also war das im Prinzip was Neues. Ja. Was gibt es zum Sagen? Ne? Also das war damals schon sehr spannend, muss ich sagen, weil damals gab es natürlich die ganzen Wettbewerber, die hatten schon richtig gute Bikes. Ne? Und wir haben gesagt, wir wollen jetzt auch in dieses Segment rein. Und da haben wir am Anfang sehr viel ausprobiert. Ne? Und am Ende des Tages kommst du halt dann doch zu dem Schluss, ja, es muss halt dieses Package sein und dieses Layout. Und da bist du dann schon relativ nah dran, sonst bist du halt nicht siegfähig. Und hat ja von Anfang an dann super gut funktioniert. Ne? Ich wollte gerade sagen, ich war jetzt von Anfang an super erfolgreich, international, national, Hobbyrennen. Und dann geht es weiter. Also das war die erste Variante 2009, 2011, dann 12, 14 die nächste, also kleine Evolutionsstufe. Also es ist, wenn man heute zurückschaut oder wenn man heute die neue anschaut, dann ist ja das doch ein relativ eigentlich ein großes Motorrad. Ne? Zu der Zeit waren die halt so. Und dann haben wir relativ schnell gemerkt, ja, das muss alles ein bisschen kleiner werden, ein bisschen kompakter werden. Und dann war die erste Evolutionsstufe, dass man gesagt hat, neben der ganzen Elektronik und dem Feintuning, was drin war, haben wir erstmal ein kleineres Heck drauf gemacht, haben wir ein neues Color Scheme hingemacht
Aber im Wesentlichen ist das ja eigentlich eine Evolution von der her gewesen. Die Variante 1214. Dann, also die haben wir dann zwei im Prinzip. Gut, das ist. Da hat sich dann nicht viel geändert. Im Wesentlichen, nur die HP-Version. Ne? Im Wesentlichen dasselbe Motorrad, nur halt die HP-Version, also High Performance. Da ist halt an jedem Schräubchen gedreht worden, da ist alles nochmal ein bisschen performanter, nochmal ein bisschen leichter, nochmal ein bisschen mehr Leistung und Refinement im Detail drin. Performant ist ein super Wort, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen. Auf eurer Homepage steht das auch lässig. Nicht? Das ist ein neudeutsches Performant. Das steht bei Österreich. Ja, okay. Dann 2015, 2016. Das ist wieder die HP-Version, oder? Ja, das ist die normale Version jetzt. Ja. Aber das ist jetzt die Evolutionsstufe schon. Also das ist jetzt wirklich ein neues Design vom Package her, im Wesentlichen das gleiche, aber hier mit deutlich mehr Aerodynamik, mit neuer Verkleidung, mit neuem Heck hinten. Vom Grundpackage her aber dasselbe Motorrad immer noch. Aber natürlich überall neu, bessere Performance, bessere Aerodynamik und auch vom Motor, vom Package, vom Fahrwerk, Elektronik, ABS. Ich glaube, das war ja dann der mit den 199 PS. Wir haben gehabt die 193 PS und das waren dann die 199 mit diesen neuen Kolben. Und da war praktisch dann die letzte Variante 17, 18, also von der ganzen Historie da. Oder? Das ist die letzte Ausbaustufe sozusagen von der ersten grundsätzlichen Version, vom ersten Package. Ansonsten ja, nicht recht viel anders, überall nochmal ein bisschen nachgeschärft. Was interessant wird, sind wir jetzt da. Okay, da reden wir jetzt dann nicht mehr von einer Evolution, sondern eher von einer Revolution. Also das ist zwar derselbe Name, aber ein neues Motorrad, oder? Also da ist ja jetzt keine Schraube neben der anderen, also kein Stein auf dem anderen. Da ist alles neu. Also hier haben wir ja bestimmte Dinge, die sich über die Jahre so ikonisch entwickelt haben, die haben wir jetzt wirklich versucht, hier alle wieder darzustellen. Komplett neues Design, aber die Ikonen sind immer noch drin. Wir wollten ja im Prinzip erreichen, jetzt neben der ganzen Performance-Kiste, es soll ein typischer BMW werden. Man soll das auf den ersten Blick kennen und das muss natürlich einen richtigen Schritt machen. Insgesamt deutlich kompakter, deutlich kleiner, leichter, deutlich leichter als die erste Version. Und diese Ikonen, die ich angesprochen habe, erst einmal die von vorne, dieses Splitface hier. Wir haben nicht mehr die Asymmetrie in den Scheinwerfern. Also da ist eine Ikone gefallen, nicht? Gehe gleich darauf ein, weil da wirst du bestimmt noch fragen. Was wir aber schon auch hier haben, wir haben diese ganz typische Linie, die auch die erste schon hatte, diese Linie hier, nicht sowas, sondern diese, wir nennen das First Read sozusagen, man kennt auf den ersten Blick eine ganz andere Linie. Wir haben die Asymmetrie in den Kiemen hier, die auch technisch bedingt ist, wie sie auch früher war. Insofern finden wir alle diese Dinge wieder, die wir schon von der alten Doppel-R kennen. Also schaut man ein bisschen, wie gesagt, wie du schon angesprochen hast, die Wiedererkennungswert von der BMW, der soll da sein, nicht so? Absolut, absolut. Was wir jetzt nicht mehr haben, werde ich oft angesprochen, die Scheinwerfer. Die Scheinwerfer waren ja damals technisch bedingt asymmetrisch. Wir haben damals gesagt, der Fernscheinwerfer, der kann leichter werden. Wir haben da 130 Gramm gespart, weil es für den Fernscheinwerfer eben keine bestimmte Größe gibt, die vorgeschrieben ist. Und daher kam diese Asymmetrie. Wir haben da erstmal keine Scheu vor Asymmetrie, wenn es insgesamt passt. Auch für also da folgt aber eigentlich die Form der Technik in dem Zusammenhang? In dem Fall ja, weil das ist ein hochtechnisches Produkt. Da ist es halt wichtig, die Technik muss da sein, aber die muss natürlich auch inszeniert werden. Ja, okay. Dann sage ich vielen Dank für die kurze Abhandlung der Evolutionsstufen der BMW S1000R. Ja, danke. Danke auch. Fazit. 2 Seital später können wir immer noch nicht sicher sagen, ob diese BMW S1000R jetzt das beste Supersport- oder Superbike-Motorrad ist, das momentan am Markt ist. Möglicherweise haben wir noch irgendwelche Neuigkeiten zu verbreiten oder Erkenntnisse zu gewinnen bei dem Masterbike und bei der 1000 PS Live-Show. Ansonsten, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann gebt mir bitte einen Daumen hoch und viel Spaß.